fang du mal an, du bist der Protagonist. Genau, ich bin der Jochen. Ich war zusammen mit Max unterwegs auf der Balkan Express Reise und das ist Philipp. Ich bin einer der Filmemacher, habe Max und Jochen auch bei Teilen der Reise begleitet mit der Kamera und ja, hinterher die Postproduktion begleitet, viel geschnitten. 11 Länder, glaube ich, erstmal für die, oder? Genau, es waren, 11. ich glaube, insgesamt 11 Länder. Skifahren waren wir 7 Mal und überrascht hat für mich, glaube ich, am meisten Kosovo sogar. Also weil wir dort auch in Prizren in der Stadt engen Kontakt zu den Einheimischen hatten und gleichzeitig es auch richtig fein am Berg beim Skifahren erwischt haben. Ich glaube, für mich war es auf einem Markt in Albanien. Da war ich kurz im Baumarkt, kam wieder raus und dann stand Max umringt von 10 Einheimischen draußen und hat versucht, mit Hand und Fuß zu kommunizieren. Wir haben gar nichts verstanden, aber irgendwie war trotzdem eine Connection da und das war mega schön. Ich glaube, es wirkt immer so wild, was wir machen, aber im Endeffekt ist genau, was uns Spaß macht und ich glaube, ein ähnliches Erlebnis kann man auch durch eine wesentlich kleinere Reise quasi erleben. Ich war am Anfang dabei, also glücklicherweise am Olymp mit dem vielen Neuschnee, der super Start, der uns sehr überrascht hat. Und dann haben Joscha und ich die beiden für die ersten Tage begleitet. So nach Mazedonien rein waren wir noch da. Dann nicht die ganze Zeit, aber so haben geschaut, dass irgendwie, wenn was Interessantes ist, dass wir dann wieder da sind. Und bis Anfang Kosovo. Und ja, dann haben Jochen und Max ganz viel selbst dokumentiert. Und dann war ich am Ende nochmal da, so ab Ende Slowenien bis München, also quasi so, ja, entlang der Alpen. Das letzte Mal Skifahren war ich mit bei der Skitour, genau. Ja, es gibt schon so essentielle Sachen, die man dabei haben sollte. Aber je weniger man mitnimmt, umso feiner ist es. Also wirklich im Vorhinein ein bisschen planen und dann nochmal jedes einzelne Ding abchecken, ob man es wirklich braucht oder nicht. Und was war die Frage? Die 3 Dinge, die du unbedingt haben willst. Uhr, hast du eben schon gesagt, glaube ich. Genau, Uhr habe ich ganz gerne, weil ich bin auch ein bisschen Zahlen-Nerd. Aber zum Navigieren ist es essentiell. Eine Zahnbürste braucht man auf jeden Fall. Und sonst eben bei jedem Bekleidungsstück überlegen, braucht man es wirklich oder nicht. Aber dass man auch für die kalten und feuchten Tage gewappnet ist, sollte man auf jeden Fall eine warme Isolationsjacke dabei haben, eine Regenhose. Am meisten vermisst haben wir, auf jeden Fall haben wir andere Radfahrer vermisst und auch Radwege. Also die einzigsten Radwege anfangs gab es in Griechenland und dann eigentlich erst in Italien wieder. Und zwischendrin wurden wir auch so ein bisschen ignoriert. Also die Leute konnten mit uns, mit Ski am Fahrrad irgendwie gar nichts anfangen, weil ich glaube, Autos schon eine große Rolle spielen im Balkan, aber die Fahrräder noch nicht so ganz dort angekommen sind. Und ich hoffe, das ändert sich. Ich glaube, es ist auch eher, das habe ich jetzt mit Max noch drüber gesprochen, ich glaube, das Fahrradfahren einfach nur just for fun ist wirklich kaum ein Thema. Das ist, wenn dann irgendwie eine Fortbewegung, irgendwo hinzukommen, aber so als Sport. Genau, als Sport irgendwie einfach nur eine schöne Straße zu fahren oder so, findet kaum statt. Und deshalb auch vielleicht nochmal eher komische Blicke oder verwunderte Blicke, immer sehr offen dafür. Aber ja, wenn jetzt jemand nur zum Sport, zum Skifahren mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt, ist halt schon eher exotisch dann in den Bergen. Hat man hier vielleicht schon mal gesehen und da halt gar nicht. Ist ein guter Punkt. Also wir haben uns schon viele Gedanken gemacht, was wir Skifahren können und quasi wie groß und steil jetzt die einzelnen quasi Runs sein können, weil wir natürlich keine Erfahrung hatten über wie die Bedingungen gerade aktuell sind und haben dann einige Gänge zurückgeschalten und quasi uns auf das Erlebnis, sage ich mal, konzentriert und jetzt nicht direkt in den Vordergrund gestellt haben, dass wir was möglichst abenteuerliches Skifahren wollen. Und wir haben trotzdem also traumhafte Bedingungen erwischt und sind da sehr happy mit dem Kompromiss auf jeden Fall. Für uns war wiederum ein bisschen
die Reise eigentlich das Training. Also wir haben uns nicht speziell vorbereitet. Man muss schon sagen, dass wir also generell gerne und viel Sport machen und nicht unfit in die Reise gestartet sind. Aber dadurch, dass man auch am Tag selber und die nächsten Tage nichts anderes vorhat, kann man den Tag eigentlich ganz gut ruhig gestalten, sage ich mal. Also wir haben oft Pause gemacht und auch wenn es 100, 120 Kilometer am Tag sind, haben wir das über viele Stunden verteilt. Also man muss sich gar nicht hetzen und kommt trotzdem vom Fleck. Und das war auch das Schöne, Zeit zu haben einfach. Ja, zurückkommen war schon eine große Umstellung, einfach auch wieder im Alltag zu landen und auch, ja, hat schon ein bisschen gedauert, wieder anzukommen und es war so ein bisschen wie ein Jetlag. Ich glaube, es waren 8 Terabyte, für die, denen das was sagt, also schon extrem viel. Und es gab so eine Sichtung, wo wir wirklich alles, also wir mussten erstmal alles sichten. Ich glaube, es war 35 Stunden oder so. Fleißig gefilmt alle und sehr viel Auswahl. Aber ja, es war auch trotzdem, wenn man einmal irgendwie den Überblick über die ganze Masse hatte, hat es auch sehr viel Spaß gemacht, da irgendwie die kleinen Geschichten, die dann in den ganzen Gebirgen passieren und so zusammenzubauen. Geht's raus, macht's was Kleines, macht's was euch Spaß macht und es werden schöne Erlebnisse dabei sein.